Heute möchte ich mit euch über die Grey Knight sprechen, aber nicht über die alten Tabletop-Modelle, die unbedingt mal eine Neuauflage gebrauchen könnten, sondern über einen der Gründe, warum das vielleicht aktuell so ein schwieriges Thema ist. Denn bei den normalen Space Marines gibt es die Primare Space Marines, eine verbesserte Version der ursprünglichen Marines mit noch mehr Zusatzorganen und Rüstungsoptionen. Bei den Grey Knights sieht das allerdings ein bisschen anders aus, denn die haben keine Primare Space Marines und sie werden auch sehr wahrscheinlich keine bekommen. Und warum das so ist, möchte ich euch heute erklären. Und es gibt so allgemein noch ein bisschen Grey Knight Lore. Aber bevor es jetzt losgeht, noch ein paar Worte von unserem heutigen Sponsor. Mal ganz kurze Pause. Dieses Video wird euch präsentiert von Warhammer 40.000 Tacticus. Tacticus wird diesen Monat 4 Jahre alt und Snowprint feiert das mit einem 2 Wochen langen Event. Es gibt exklusive Inhalte, tägliche Missionen, Belohnungen und Angebote. Aber das Beste daran ist ein komplett neuer Spielmodus. Er heißt Crusade und der Name ist Programm. Die Galaxiekarte umfasst rund 96 Planeten und 2 Seiten kämpfen um diese. Das Imperium zieht in den Kreuzzug. Das Chaos und sämtliche Xenos-Fraktionen stellen sich dagegen. Und deine Gilde entscheidet, auf welcher Seite sie steht, und du wählst dann innerhalb dieser Seite deine Fraktion. Jeder einzelne Kampf, den du gewinnst, zählt. Vor allem auf das Konto deiner Fraktion, deiner Gilde und deiner Seite gleichzeitig. Wer am Ende der Season die meisten Planeten hält, gewinnt. Ich spiele auf der Seite der Xenos, weil Orks sind einfach die besten. Dazu kommen noch neue Champions, zum Beispiel Ramus, ein Veteran Sergeant der Dark Angels und ein Sekitar Robot der 1000 Suns. Ende des Monats folgt außerdem noch Lysander, der Captain der ersten Company der Imperial Fists. Wenn ihr auch Bock habt einzusteigen, scannt einfach diesen QR-Code oder nutzt den Link in der Videobeschreibung. Mit dem Code Hobby4Crusade bekommt ihr außerdem 2000 Gold, 10 Orbitalbombardements für den Crusade-Modus und 5 Shards von Vitruvius obendrauf. Der Code ist gültig bis zum 15. September. Und jetzt zurück zur Lore. Aber starten wir mal rein. Wer sind die Grey Knights eigentlich? Die Grey Knights sind offiziell der 666. Orden. Und ein Orden, der so eine Zahl hat, kämpft gegen was? Genau, Dämonen. Die Grey Knights sind darauf spezialisiert, gegen die Mächte des Warp zu kämpfen. Und sie sind damit auch der militärische Arm der Inquisition, beziehungsweise dem Orden Malleus oder Malois, ich weiß gar nicht, wie das richtig ausgesprochen wird. Die sind auf jeden Fall für den Kampf gegen das Chaos zuständig. Das sind quasi Dämonenjäger und das trifft auch auf die Grey Knights zu. Ihre Heimatwelt ist der Mond Titan. Und witzigerweise wurde der während der Horus Heresy, da wurden die Grey Knights gegründet, im Warp versteckt und dann quasi erst nach dem Sieg des Imperiums zurück in das Materium geportet. Diese Welt ist ebenfalls ein sehr gut gehütetes Geheimnis. Und was die Grey Knights jetzt im Vergleich zu anderen Orden besonders macht, außer dass sie halt dafür eingesetzt werden, um gegen Dämonen zu kämpfen, ist, dass jeder einzelne von ihnen ein Psioniker ist. Ich meine, es gibt Orden, die haben hier und da mal Psioniker, auch sehr starke, wie Mephiston von den Blood Angels, aber bei den Grey Knights ist jeder einzelne ein Psioniker. Das ist quasi eine Grundvoraussetzung. Und diese Fähigkeit wird auch immer weiter trainiert und gefördert. Die Grey Knights sind quasi immun gegen Korruption, was im Kampf gegen Dämonen eine sehr praktische Eigenschaft ist. Außerdem können sie bestimmte Zauber wirken und Artefakte benutzen, bei denen ein normaler Space Marine zerbrechen würde. Oder halt dem Chaos verfällt, was noch schlimmer ist. Und damit haben sie auch einen persönlichen Rekord unter den Space Marines aufgestellt, denn in 10.000 Jahren Dienst ist kein Grey Knight zum Chaos übergewandert. Bei den normalen Space Marines kommt das ja regelmäßig vor. Und das liegt tatsächlich an ihrer ganz besonderen Gensaat, denn jeder Space Marine Orden basiert ja auf der Gensaat von einem Primarchen. Aber die Grey Knights haben gar kein Primarchen, wie funktioniert denn das da? Dafür müssen wir zum Ursprung der Grey Knights zurückkehren. Die Grey Knights wurden in den letzten Tagen der Horus Heresy erschaffen. Der Imperator hat eingesehen, dass dieser Krieg so unendlich viele Verluste gefordert hat, dass er wahrscheinlich nicht mehr in der Lage ist, den Kampf gegen die Mächte des Warps und die Dämonen alleine zu führen. Und deswegen brauchte er dafür eine besondere Einheit. Er schickte also Malkador, seinen besten Freund, los, um die perfekten Gründungsmitglieder für diesen Orden zu finden. Und er fand sie, 12 an der Zahl. 4 davon gründeten später die Inquisition und die anderen 8 gründeten die Grey Knights. Aber das waren nicht irgendwelche Space Marines. Diese Space Marines haben alle schon unter Malkador gedient, als seine persönlichen Agenten. Und einige davon stammten aus Legionen, die eigentlich zu Verrätern geworden sind, sich allerdings dagegen entschieden haben und dem Imperium loyal geblieben sind. Denn seinem eigenen Primarchen zu trotzen und seinen eigenen Weg zu gehen, ist eine Eigenschaft, die vom Imperator und von Malkador sehr geehrt wurde. Dieser hat die 8 dann auch nochmal persönlich geprüft und das Ganze freigegeben. Und das Ganze war sehr gut vorbereitet, denn als diese 8 Space Marines quasi nach Titan gekommen sind, gab es da schon alles. Es gab Rüstung, es gab Waffen, es war alles da, um quasi einen neuen Orden zu gründen. Plus eine ganz besondere Gensaat. Denn eine normale Space Marine Transformation reicht nicht für so eine Aufgabe.
Und zwar haben die Grey Knights eine Gensaat mit dem Namen Das Geschenk des Imperators. Denn die Gensaat der Grey Knights wurde aus den Genen des Imperators persönlich erschaffen. Jeder von ihnen trägt also einen Teil des Masters of Mankind. Deswegen sind das auch alles so starke Psioniker. Einfach weil ihr Papi der Imperator ist. So kann man es auf jeden Fall sehen. Und diese Gensaat wird gehütet wie nichts anderes. Nicht mehr das Adeptus Mechanicus, was ja normalerweise Genproben braucht, kriegt die. Und es hat auch niemand Zugriff auf diese Gensaat, außer die Inquisition und die Grey Knights. Nicht mal Primarchen. So wichtig ist das Ganze. Aber gut, macht ja auch Sinn, wenn das in die falschen Hände gerät, schwierig. Und wir wissen, dass Primarchen auch gerne mal korrumpiert werden. Denen kann man also auch nicht vertrauen. Das bedeutet, wir haben hier wirklich eine Elite der Elite, spezialisiert auf eine Aufgabe. Aber auch die brauchen ja Nachschub, denn der Kampf gegen Dämonen ist auch als sehr starke Dämonenjäger relativ hart. Und ab und zu sterben da natürlich auch mal ein paar Grey Knights. Das bedeutet, man braucht Nachschub. Und die Prüfungen dafür sind wirklich knüppelhart. Die Grey Knights rekrutieren aus der kompletten Galaxie, aber nur quasi Jugendliche, die schon eine sehr starke psionische Gabe haben. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Und diese müssen dann durch sehr viele harte Prüfungen und 666 Rituale. Und die werden richtig verheizt. Allein in den ersten Prüfungen überlebt einer von 1000. Danach wird ihr Wille immer weiter gebrochen, um zu sehen, ob die halt wirklich der Korruption standhalten. Und wenn man halt ein bisschen Schwäche zeigt, wird man aussortiert. Am Ende überlebt vielleicht einer von 1.000.000, um halt die Gensaat des Imperators zu bekommen. Das ist wahrscheinlich die höchste Quote im kompletten Imperium. Und wenn man das dann geschafft hat, also diese unendlichen Prüfungen und die 666 Rituale, wo quasi nochmal alles doppelt und dreifach geprüft wird, dann bekommt man die Gensaat des Imperators und dein Gedächtnis wird gelöscht. Also dein früheres Leben wird komplett vernichtet. Denn ein früheres Leben und Erfahrung und eine Geschichte machen dich angreifbar. Dämonen spielen damit gerne. Wenn du das aber nicht hast, weil du dich nicht dran erinnern kannst, fehlt dir eine Angriffsfläche. Außerdem ist deine Vergangenheit egal, denn was zählt, ist deine neue Aufgabe. Der Kampf gegen die Mächte des Bösen. Aber nicht nur die starke Psionik ist sehr wichtig im Kampf gegen Dämonen, sondern auch die passende Ausrüstung. Und jetzt kommen wir langsam der Frage, warum die Grey Knights keine Primaris haben, auch immer näher. Keine Sorge, es wird gleich aufgelöst. Ich musste euch nur den Orden ein bisschen erklären, damit man diese Frage halt praktisch beantworten kann. Und ja, schauen wir uns vorher nochmal ihre Ausrüstung an. Denn die tragen nicht einfach eine normale Power Armor oder Terminator-Rüstung, sondern ganz spezielle Aegis-Rüstungen. Das sind quasi Rüstungen für Space Marines, die komplett für den Kampf gegen Dämonen umgebaut wurden. Mit Schutzzaubern und Siegeln und allem, was dazugehört. Die haben sogar so eine gewisse Aura, die Dämonen Schaden zufügt. Und es ist halt eine Menge Arbeit, so eine Rüstung anzufertigen. Das ist nicht so eine Fließbandproduktion wie zum Beispiel bei den Primaris-Rüstungen. Und auch ihre Bewaffnung unterscheidet sich sehr von normalen Space Marines, auch Primaris Space Marines. Sie haben zum Beispiel Nemesis-Waffen, die speziell für den Kampf gegen Dämonen entwickelt wurden. Auch um diese zu verbannen. Die gehen Hand in Hand mit der psionischen Fähigkeit ihres Trägers. Und bei einem sehr starken Träger, zum Beispiel dem Ordensmeister der Grey Knights, ja, kann da auch mal ein Dämonenprinz gewone-shottet werden. Ansonsten haben sie halt noch andere Waffen, die mit ihrer psionischen Kraft agieren. Oder speziell für den Kampf gegen Dämonen gebaut wurden. Und wenn man an so einen Grey Knight denkt, dann denkt man an diese kleinen ikonischen Rüstungen, die komplett mit Siegeln voll sind, an die Nemesis-Waffen, an die Sturmbolter auf den Handrücken und allem, was halt dazugehört. Und ja, das gibt's in der Primaris-Range nicht. Die kämpfen wieder mit ganz anderen Waffen, weil die halt auch einen ganz anderen Einsatzzweck haben. Und wir wissen ja, dass ein Primaris Space Marine nochmal deutlich größer ist, ja, als ein normaler Space Marine. Das bedeutet, diese komplette Ausrüstung und alles, was dazugehört, was in ewiger Arbeit speziell hergestellt wurde, müsste dann quasi nochmal neu gebaut werden. Mit der neuen Primaris-Technik, damit sie dann halt den Space Marines passt. Und das ist schon mal ein riesengroßer Aufwand für das Imperium. Eben weil es keine Fließbandproduktion ist und man den Orden dann damit ja ausstatten muss. Aber wäre das der einzige Grund, wäre das tatsächlich eine ziemlich faule und auch lame Ausrede. Deswegen gibt es natürlich noch einen anderen Grund. Und dafür müssen wir uns das komplette Konzept der Primaris mal genauer anschauen. Denn die Primaris Space Marines wurden auf Befehl von Reboot Guilliman von Belisarius Cawl entwickelt. Quasi eine verbesserte Version der Space Marines. Und das hat nur funktioniert, weil Belisarius Cawl mit den 20 Gensaaten der Primarchen experimentiert hat. Deswegen haben die Blood Angels zum Beispiel welche oder die Salamanders und auch die ganzen Nachfolgeorden.
Und da ist der Punkt, er hatte nur die Gensaat der Primarchen, nicht die des Imperators. Das bedeutet, er konnte mit der Gensaat des Imperators gar nicht rumexperimentieren, um daraus eine Primaris-Version zu erschaffen für die Grey Knights. Und ich gehe auch sehr stark davon aus, dass er nie Zugriff auf diese Gensaat bekommen wird. Wie gesagt, das ist eines der größten Geheimnisse des Imperiums. Die würden Call wahrscheinlich lieber töten, als ihm das zu geben. Die Gefahr ist viel zu groß, dass Call damit Schabernack betreibt. In seinen Händen ist das nämlich eine sehr mächtige Waffe. Aber ganz ehrlich, brauchen die Grey Knights überhaupt Primaris Marines? Und ich würde sagen, nein. Auch wenn es optisch tatsächlich ziemlich cool wäre, gerade fürs Tabletop. Aber das Upgrade der Primaris Marines zu den normalen Space Marines ist eigentlich eh nicht so heftig. Ja, die bekommen ein paar neue Organe mit Zusatzfunktionen. Die sind ein bisschen größer und haben stärkere Muskeln. Ihre Gensaat ist ein bisschen stabiler und sie haben coole neue Ausrüstung bekommen. Ja, ist okay. Aber die Grey Knights sind ja viel mehr als ein normaler Space Marine. Die waren den ganz normalen Firstborn Space Marines sowieso schon überlegen und sind es halt auch den Primaris Space Marines. Ich meine, sie haben die reinste Gensaat von allen, die des Imperators, sind immun gegen Chaos-Einfluss, sind alle extrem mächtige Psioniker, haben Waffen und Ausrüstung, die sonst kein Orden im Imperium hat und sind somit den mächtigsten Institutionen des Imperiums. Da braucht man keine Primaris-Verwandlung, man ist sowieso schon liegend drüber. Ich meine, sie haben den Auftrag bekommen, den Imperator zu knüppeln, wenn er vom goldenen Thron aufsteht. Das gibt man nicht irgendeinem Orden. Und damit konnte ich diese Frage hoffentlich beantworten. Aber ich möchte noch mal kurz aufs Tabletop eingehen. Denn ich gehe sehr stark davon aus, dass wir neue Grey Knights bekommen werden, diese aber weiterhin Firstborn-Modelle bleiben, also ein bisschen kleiner als die anderen Space Marines, außer sie machen ihre Rüstung so ein bisschen bulkiger, das wäre natürlich ziemlich cool. Aber mit einem freshen neuen Design, das wäre ein absolutes Träumchen. Und dann kann ich auch damit leben, dass das keine Primaris Marines sind. Gut, ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch noch ein entspanntes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, ciao ciao und der Imperator beschützt. Und auch zum Schluss nochmal ein dickes Dankeschön an Warhammer 40.000 Tacticus. Checkt das gerne ab, der Link ist in der Videobeschreibung. Und mit meinem Code könnt ihr euch noch ein paar nette Sachen sichern. Bis zum nächsten Mal.